Ja, aber danach haben Oder Sie eine keine CDU mehr. Minderheitsregierung. Also Sie haben, wenn die CDU, CSU im jetzigen Zustand, so wie sie jetzt programmatisch personell aufgestellt ist, mit der AfD koaliert oder in irgendeiner Form strukturell zusammenarbeitet auf Bundesebene, existiert sie danach nicht mehr. Und Sie haben eben gesagt, die CDU ist die letzte Volkspartei. Das stimmt offenkundig nicht. Die AfD ist inzwischen eine Volkspartei, auch wenn Ihnen und mir das vielleicht nicht gefällt. Entschuldigung, wie definieren Sie denn Volkspartei? Weil Sie Hey Leute, willkommen in der Realität. In der Talkshow von Sandra Maischberger passiert das Undenkbare. Ein linker Publizist, Jakob Augstein, sagt offen, die AfD ist inzwischen eine Volkspartei. Und was passiert? Maischberger bleibt die Luft weg. Sie schaut, als hätte jemand gerade das Grundgesetz verbrannt. Diese ehrliche Aussage trifft das politische Establishment ins Mark und das live im Öffentlich-Rechtlichen. Wenn du wissen willst, wie Wahrheit heute Reaktion auslöst, als hätte jemand eine Bombe gezündet, dann bleib jetzt dran. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren, damit mehr Leute mitbekommen, was in solchen Sendungen wirklich passiert. Auf geht's! Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oder? Nein? Er ist Bestsellerautor. Er ist Bestsellerautor. Bestsellerautor. Und Sie sind SPD-Mitglied, Herr Augstein. Ja, seit 1992. Und außerdem, also haben Sie abstimmen können für Ich diesen... bin auch einmal ausgetreten, weil ich die Nase voll hatte. Das hat die Partei aber nicht akzeptiert und so getan, als wäre es nie passiert. Und dann bin ich wieder eingetreten und dann habe ich gemerkt, dass sie das gar nicht begriffen hat. Dann haben sie mir irgendwann diese Ehrennadel geschickt, da habe ich mich irgendwie gefreut. Welche Ehrennadel für 60 Jahre dabei Für sein? 125 Jahre treue Dienste, sowas. Ja. Aber die Haben SPD Sie ist für wie die diesen Koalitionsvertrag gestimmt? Weil alle Mitglieder durften... Hatte Sie... Was ist... Nein. Über die SPD kann nur er antworten. Ich hab dagegen gestimmt. Warum zeigen Sie dann auf Blume? Weil wir darüber geredet haben, weil er das verantwortungslos fand, dass ich sozusagen, ich muss doch in so einer schweren Situation, in der das Land ist und der Russe steht praktisch vor der Tür und Trump und alles und Corona und Geld und muss man doch und so. Und ich habe dann gesagt, das finde ich auch, wenn Sie Politik nur noch unter Bedingungen des Notstands machen, ja, also jetzt Corona, jetzt müssen wir uns alle, jetzt Ukraine-Krieg, jetzt müssen wir und jetzt dies und hier, dann gibt es im Prinzip keine Politik mehr. Aha. Dann gibt es nur noch Alternativlosigkeit. Das ist das, was den Leuten so auf die Nerven geht. Und ich habe überlegt, ist es für die SPD gut, in diese Koalition zu gehen? Und ich finde nein, und deshalb habe ich dagegen gestimmt. Und Sie haben ihn nicht überzeugt davon, dass er ein verantwortungsloser, vaterlandsloser Geselle ist? Da hatte ich schon abgestimmt. Da hatte er schon Ich habe nicht vorher um Erlaubnis gefragt. Ja, wobei das wäre gut gewesen. Das wäre sehr, sehr gut gewesen. Nee, ich finde tatsächlich die Argumentation, was wäre passiert, wenn das schiefgegangen wäre mit der Abstimmung der SPD, fand ich außerordentlich überzeugend. Dann hätte es keine Regierung gegeben, auch wenn es durch Zufall 9.000 Stimmen mehr für das BSW gegeben hätte. Hätte es diese Regierung nicht geben können mit dem BSW im Deutschen Bundestag, dann also solche Verhältnisse zu riskieren. Zusammen, also für die Union zusammen mit der AfD. Dafür hätte es eine Mehrheit gegeben in diesem Bundestag. Ja, aber danach haben Oder Sie eine keine CDU mehr. Minderheitsregierung. Also Sie haben, wenn die CDU, CSU im jetzigen Zustand, so wie sie jetzt programmatisch personell aufgestellt ist, mit der AfD koaliert oder in irgendeiner Form strukturell zusammenarbeitet auf Bundesebene, existiert sie danach nicht mehr. Dann hat sie sich halbiert. Das kann man wollen, aber ich würde es jetzt für nicht so klug halten. Weil das halt die letzte Volkspartei im Lande ist, anders als die SPD, die das schon versemmelt hat. Das heißt also, AfD? Neuwahlen wären dann die logische Konsequenz gewesen und das hätte Sie nicht geschreckt, Herr Augstein. Wie gesagt, ich habe als SPD-Mitglied abgestimmt und ich bin der Meinung, diese Partei hat von Wahl zu Wahl zu Wahl ihre Ergebnisse immer kleiner gemacht und sie können natürlich dann als letzter SPD-Vorsitzender auf einer Eisscholle stehen und sozusagen alle anderen sind schon weggeschmolzen, aber für sie ist gerade noch Platz und sagen, wieso läuft doch noch, aber ich finde es für so eine alte, ich glaube, die Partei wäre einfach gut beraten gewesen, nicht in die Bundesregierung einzutreten. Erst das Land, dann die Partei. Naja, oder sie macht eine Politik, die die Arbeiter anspricht. Und Sie hatten ja eben den ehemaligen Bundesarbeitsminister hier sitzen. Der hat halt 4, vielleicht sogar 7 Jahre lang eine Politik gemacht, die aus Sicht zumindest der arbeitenden Bevölkerung oder der sogenannten unteren Mitte
das Gegenteil von dem ist, was die gut fanden. Und dann wählen die halt nicht mehr diese Partei, die diese Politik macht. Und so einfach ist das Ganze auch schon. Also Hubertus Heil ist schuld daran, dass die SPD bei der AfD an die Arbeiterschaft verloren hat? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Hubertus Heil daran schuld ist. Ich glaube, dass eine bestimmte gesellschaftliche Schicht aus Politikern und Medienleuten daran schuld ist, dass sie sich sehr weit entfernt haben von dem, was viele Menschen im Land denken. Und Sie haben eben gesagt, die CDU ist die letzte Volkspartei. Das stimmt offenkundig nicht. Die AfD ist inzwischen eine Volkspartei, auch wenn Ihnen und mir das vielleicht nicht gefällt. Entschuldigung, wie definieren Sie denn Volkspartei? Weil Sie, naja, ich finde, wenn Sie für ein Fünftel, wenn Sie ein Fünftel der Wähler repräsentieren und im Osten, ehrlich gesagt, 2/3, also wenn das keine Volkspartei ist, dann kenne ich das Definitionskriterium nicht so richtig. Ich habe immer gehört, Volkspartei heißt, dass sie eine Breite von auch unterschiedlichen Milieus anspricht. Ist dann in Ostdeutschland wäre das der Fall. Insofern wäre sie dann eine ostdeutsche Volkspartei. Ich würde es eher definieren als eine Partei, die weitgehend koalitionsfähig ist. In weite Bereiche, die über ihren eigenen politischen Standort hinausgehen. Weil dieses Land wird halt mit Koalitionsregierungen regiert. Die FDP eine klassische Volkspartei. Naja, das ist die Klientelpartei. Nein, diese Definition ist offenkundig unsinnig. Also Entschuldigung. Nee, ich glaube, also die AfD disqualifiziert sich als Volkspartei, weil sie nicht koalitionsfähig ist. Sie kann dann nur irgendwann einmal, wenn sie noch Pech hat. nicht koalitionsfähig. Aber wenn Jens Spahn die CDU sozusagen weiter transformiert hat, dann wird die AfD sehr gut koalitionsfähig sein mit der CDU. Jens Spahn kommt übermorgen. Wir bleiben erst einmal bei der Regierung, meine, deshalb die wir jetzt haben. Deshalb dürfen wir jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen? Nee, gar nicht. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Regierung, die wir jetzt haben. Wir reden über Merz, wir reden über das, was er mit diesem Land tun will. Und wir reden über den Appell, den er bei seiner ersten Regierungserklärung an uns alle gerichtet hat. Der Staat, das sind wir alle, jeder Einzelne und alle zusammen als Gemeinschaft. So, Herr Augstein, Sie also auch. Folgen Sie Ihrem neuen Kanzler. Wissen Sie, dass ich es gut fand, dass er als allererstes sich bei Olaf Scholz bedankt hat. Und zwar genauso, wie ich es gut fand, dass Katharina Reiche sich bei Habeck bedankt hat. Wir sind inzwischen so weit, dass man auf sowas hinweisen muss. Das war echt ein guter Ton. Das fand ich Ja, aber echt es war nicht okay. ehrlich gemeint. Das weiß man auch. Das sah gut aus. Das sah aus wie früher, wie anständig. So sind die Zeiten aber nicht mehr. Keiner, weder Frau Reiche noch Herr Merz, glaubt das, was er da gesagt hat. Und darum fand ich es überflüssig. Oh, das geht jetzt aber sehr weit. Sie haben diese Berufskrankheit des Journalisten, Sie sind praktisch Berufszyniker Wer von Ihnen beiden geworden. mag Merz eigentlich weniger? Das kommt immer darauf an, was Merz macht. So, also wie sehr trauen Sie Merz? Dem Bundeskanzler, der sich ins Amt geschwindelt hat, sozusagen, dem traue ich gar nicht. Dem würde ich meine, wenn ich ihm die Hand gebe, die Finger nachzählen, sozusagen. Ich meine, auch unter den Bedingungen Kanzler zu werden, alle sagen immer, das ist ein schweres Amt und schwere Last und so muss man tragen und so. Er hat Geld bis zum Abwinken. Also wenn die andere Koalition ist, glaube ich, an wie viel? An 3 Milliarden letztlich gescheitert. Und er kann jetzt Geld ausgeben bis Bagdad Süd und noch weiter und so. Also ich glaube, komfortabler war Regieren noch nie. Weil er jedes Problem mit Geld zuschütten kann. Der Kollege Blom hat mir neulich ein Wort beigebracht, das kannte ich noch nicht. Absorptionsfähigkeit des Staates. Also das, was hier wurde das ja vorhin schon besprochen. Wie viel Geld kannst du eigentlich raufkippen auf den Staat und er kann es aufsaugen? Diese Bundesregierung wird es testen. Ohne dass die Bürger was davon haben? Oder Nein, dass man es kommt aus der EU. Absorptionsfähigkeit. Wie viel Geld kann ein Staat, ein Land, ein Bundesland meinetwegen auch verdauen und sinnhaft ausgeben, bevor einfach nur die Preise steigen und es einfach überfließt. Die Frage ist, ob jemand da oben sitzt, der es sinnhaft einsetzen möchte. Ist das Herr Merz? Nehmen wir mal dieses, er kommt geschwindelt ins Amt und die 4 Finger an Ihrer Hand dann auch nach dem Handgeben, nehmen wir das mal zur Seite und sagen, trauen Sie dem das zu, dass er jetzt aus diesem offensichtlich nicht gut funktionierenden Deutschland etwas Besseres macht? Also ein Satz, der, glaube ich, kurz nachdem kam, den Sie gerade gespielt haben, war, diese Regierung ist kein ideologisches Großprojekt. Das fand ich zum Beispiel außerordentlich vielversprechend. Das ein bisschen zurückzunehmen und nicht mit dem großen Visionsansatz und der großen Visionswedel zu kommen, sondern zu sagen, wir wollen, dass der Staat am Ende halbwegs wieder funktioniert, was er in vielen Teilen tut und in vielen Teilen, die man täglich spüren kann, eben nicht tut. Das, glaube ich, kann man mit dem vielen Geld, wenn man das klug einsetzt, glaube ich, erreichen. Und das wäre schon eine ganze Menge. Aber Sie haben doch eben vorhin selber in dem Rentengespräch gesagt, dieses Thema Rente liegt schon so lange auf der Straße. Jetzt kommt diese neue Regierung und hat offensichtlich zu dem Thema
nichts, also nichts in petto, was Sie jetzt irgendwie machen wollen? Ja, oder Sie haben zwei so unterschiedliche Konzepte im Petto, dass Sie lieber eine Kommission gründen, so wie die anderen Koalitionen vor Ihnen auch. Das Kann das spricht nicht dann sein? aber auch, spricht dann auch nicht dafür, dass das mit den Reformen und mit dem Neustart in Deutschland so gut klappt. Also auch das wäre Also beim Sozialstaat, glaube ich, klappt das mit den Reformen nicht so gut, denn Frau Baas macht exakt das weiter, was Hubertus Heil gemacht hat. Sie muss jetzt ein bisschen das Bürgergeld abwickeln, aber bei Rente und bei all den anderen Sozialstaatsprüfungen, die im Koalitionsvertrag sogar drinstehen, mauert sie und lenkt ab und sagt, ja, die Rentenkasse hat kein Ausgabenproblem, kein Demografieproblem, die haben ein Einnahmeproblem. Und das ist halt, Entschuldigung, linke Sozialpolitik. Immer wenn die Kasse leer ist es ein Einnahmeproblem und nie ein Ausgabeproblem. Ja. Gut, Ausgabeproblem bei Renten bedeutet praktisch, Rentner kriegen weniger Rente. Also das sollten Sie dann den Leuten dazu sagen. Nein, kann man ja machen. Das hätte man bestimmte Sonderrenten, die wir dann eingeführt im Wahlkampf haben. aber vielleicht sagen sollen. Leute, wenn ihr mich wählt, gibt es weniger Rente. Oh, das hat er nicht gemacht. Verdammt, warum nicht? Ich weiß, das war, ach so, wegen des... Nee, ich glaube, er hätte sagen können, es gibt gerechtere Renten, nämlich für die sie brauchen, und jene Renten, die an denen vorbeigehen, die bedürftig sind, die nehmen wir mal zurück. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gestern oder vorgestern irgendwann gelesen, was spricht dafür, dass Friedrich Merz ein guter Wirtschaftspolitiker ist, fragt man rum bei CDU-Leuten. Ein nicht genannter CDU-Politiker denkt lange nach und sagt dann, dass er das Image hat, ein guter Wirtschaftspolitiker zu sein. Das fand ich sehr lustig und sehr böse. Aber der war anonym genannt, ne? Ja. Also mit anderen Worten, wir wissen nicht, wer es war. Herr Augstein, glauben Sie denn, also wenn es diese sozialpolitischen Unterschiede gibt, und das ist sind ja viele offene Stellen in diesem Koalitionsvertrag, das heißt, die müssen das in den nächsten 4 Jahren immer wieder miteinander verhandeln. Erster Wahlgang, 18 Stimmen fehlen. Glauben Sie, diese Koalition wird länger halten als die Ampel? Ja, da habe ich neulich leider schon in unserer kleinen Sendung, die wir zusammen machen, gesagt, ich glaube, sie wird nicht länger halten. Deswegen frage ich Sie das. Ja, müssen schon Sie klar. erklären. Ich glaube, sie wird es schwer haben, länger zu halten, ehrlich gesagt, als die waren Ampel. 3 Und wenn Jahre. sie länger hält, dann nur deswegen, weil die SPD Todesangst hat und weiß, dass wenn sie von diesem Schiff aussteigt, dann wartet nur noch der Meeresgrund auf sie. Dann wartet das Schicksal der FDP auf sie. So. Insofern wird diese Regierung durchhalten. Aber ganz kurz, eine Sache darf ich ganz kurz... Merz hat gesagt in dieser Rede, er möchte, dass die Leute im Sommer das Gefühl haben, dass es besser wird. Das fand ich toll, weil das ist so eine echte, da können Sie jetzt die Uhr danach stellen. Im Sommer müsste man noch mal nachfragen im Land, so Leute, wie ist es? Habt ihr jetzt das Gefühl, es geht hier vorwärts oder nicht? Und zwar nicht nur wegen, weil das Wetter besser ist, sondern so. Das finde ich fast gefährlich, was er da gemacht hat. Aber das Wetter wird besser sein. das Wetter wird besser. Vielleicht ist die Laune auch besser. Und ich glaube auch, dass sich so eine Stimmung auch schnell drehen könnte. Das eigentliche Experiment ist aber doch, ob er damit die AfD kleiner kriegt oder gar klein kriegt. Aber sagen wir mal nur kleiner kriegt. Und nehmen wir mal für eine Sekunde an, da gibt es ein paar objektive Zahlen bei der Migration, beim Wirtschaftswachstum, meinetwegen bei den Finanzen. Die sind in 3 Jahren wirklich besser, als sie heute sind. Hören dann die Leute auf, AfD zu wählen? Das ist das eigentliche Die Frage Experiment. ist ja nicht, hören Sie auf, die AfD zu wählen, sondern wählen Sie diesen Kanzler wieder. Denn dann wäre ja automatisch sozusagen das, was er möglicherweise... Aber egal, werden wir erst in 3,5 Jahren sehen. Aber, Da geht es jetzt ums Ganze. Wenn das nicht Ich würde ihn funktioniert- unterstützen. Ich würde Sie dem Kollegen wollen Blum voll inhaltlich unterstützen? recht geben. Das geht Nein, weil er sagt, Wir hatten weil es er hat, abgesprochen. nein, weil das natürlich in der Tat die Frage, die wirklich interessant ist, sozusagen zurzeit ist, kann man die AfD eigentlich, also wenn man praktisch jetzt mal so setzt, dass alle wollen, dass die AfD schwächer wird, was ja offensichtlich nicht stimmt, denn viele wählen sie ja auch, aber kann man sie mit gelungener Politik noch schwächen? Sie glauben? Weil das Verbotsverfahren halte ich für Unsinn, Sie glauben? Riesenfehler. Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass sozusagen dieser Kulturwandel, der da eingeleitet ist, schon so weit gediehen ist, dass es darum nicht mehr geht. Aber Ja das, gut, aber also jetzt, wie gesagt, wir reden jetzt hier so, als ob wir nur in Deutschland wären und drumherum gar nichts passieren würde. Drumherum passiert aber etwas. Es gibt einen Krieg, der tobt in der Ukraine, und da hat der Kanzler ja auch schon die ersten Schritte gemacht. Er hat ein Ultimatum gesetzt. Also, wenn nicht die Waffen schweigen, dann gibt es Sanktionen, und das muss er jetzt fortführen, weil die Waffen noch nicht schweigen. Wie klug ist das, sozusagen Außenpolitik zu machen mit Ultimaten gegenüber jemandem wie Putin? Das kann gut funktionieren. Muss nicht funktionieren, muss nicht sofort funktionieren. Der entscheidende Punkt ist, dass die da zu viert aufgetreten haben, und dann haben sie sogar mit dem toten Handy von Donald Trump telefoniert. Also das ist doch immer schon mal was. Wieso das tote Handy? Nein, also Der ist geweckt offenkundig hat er ja worden gar um nicht 7 Uhr verstanden, was ihm gesagt worden ist, und er hat irgendwas geantwortet und 6 Stunden später hat er das Gegenteil gesagt. Ich glaube, das entscheidende Problem in der ganzen Gleichung ist halt die sehr variable Variable namens Donald Trump.
Insofern ist jede Menge, aber die Frage jeder ist ja, wie man quasi damit umgeht. Ja, aber Und das war ja jetzt er hat doch im Oktober letzten Jahres, hat doch Merz schon ein Ultimatum gestellt und gesagt, wenn die Russen jetzt nicht tun, was ich sage, dann müssen wir ihnen den Taurus liefern. Und nachher hat man ihn gefragt, haben Sie jetzt den Russen ein Ultimatum? Wollen Sie das? Und er so, nein, habe ich so gar nicht gemeint. Das war gar kein richtiges Ultimatum und so. Und so ist es auch. Ich finde, das Problem bei diesem Mann wurde ja vorhin gesagt, er hat sich vielleicht nicht so richtig im Griff. Ich finde, das, was er sagt, ist irgendwie, man weiß immer nicht, ob das jetzt so stimmt, ob er das so meint, es ist immer so sowohl als auch, einerseits, andererseits. Wir hängen uns jetzt aber wirklich an so Begriffen auf. Ist das ein Ultimatum? Und darf der deutsche Bundeskanzler, ein deutscher Bundeskanzler, ein Ultimatum? Käse, die versuchen den Druck zu erhöhen. Und manchmal klappt es, insbesondere dann, wenn Donald Trump mit im Boot ist. Und manchmal klappt es eben nicht. Das ist doch jetzt ein Spiel von Druck und Gegendruck. Und am Ende wird Wladimir Putin irgendwann entscheiden müssen, ob er aufhören möchte, Kinderkrankenhäuser zu bombardieren. In der Sekunde ist der Krieg zumindest in einem Waffenstillstand. Ich finde es peinlich, so zu tun, als könne man dem russischen Kriegsherren Putin aus Berlin ein Ultimatum stellen. Das ist halt peinlich. Mhm. Glauben Sie, dieser Punkt wird kommen, den Blome gerade angesprochen hat? Also Putin kommt irgendwann mal zur Einsicht, dass er jetzt keine Kinderkrankenhäuser mehr, keine Busse mit Zivilisten, keine Wohnhäuser bombardiert? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht. Es kommt darauf an, welche Lesart stimmt. Es gibt ja zwei Lesarten, warum dieser Krieg angefangen hat. Die eine ist, er ist ein verrückter Neoimperialist. Das ist die sozusagen, die hier 99% der Politiker und Journalisten glauben. Die andere, der ich eher zuneigen würde, ist, er hat es gemacht, weil ihm die NATO zu dicht auf den Pelz gerückt ist. Also er hat im Grunde ein realistisches politisches Ziel. Und wenn er von diesen Zielen, die er hat, möglichst viele verwirklichen kann, hört er auf zu kämpfen. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich weiß nicht, ich bin nicht in seinem Kopf. Aber das sind die beiden Varianten der Realität. Es ist wirklich interessant, dass Sie dadurch, dass Sie sagen, 99% denken anders als ich, erhöhen Sie die Position und das, was Sie sagen, das muss dann richtig stimmen. Nein, in Ostdeutschland ist Ihre Meinung die Mehrheitsmeinung. In Ostdeutschland wird mit großen Zahlen AfD gewählt und die denken so wie Sie. Das ist doch mal schön. Da sind Sie quasi in der Mehrheit in Ostdeutschland. Mit der Meinung, dass es nicht an Wladimir Putin liegt, dass in der Ukraine Kinderkrankenhäuser in Schutt und Asche gebombt werden. Nein, nein, das ist nicht Schuld von Wladimir Putin. Das muss man auf längere Sicht sehen. Weil die Entscheidung, ein Kinderkrankenhaus, das wäre echt schon zynisch, die Entscheidung, die Ich finde es zynisch, wenn ich darüber nachdenke, ob der Mann sozusagen realistische politische Kriegsziele hat. Das finden Sie zynisch. Das finde ich überhaupt nicht zynisch. Das finde ich absolut notwendig. Wie sehen Sie es denn? Immerhin haben Sie ja mal gedient und bei der NATO und da auch noch von berichtet. Das ist jetzt echt lange her, aber... ja, aber Sie haben eine Sicht darauf. Naja, ich glaube, dass... und er ist grün angezogen. Genau, im Flecktarn. Ich glaube, dass wir tatsächlich, insofern beziehungsweise ist es eine Reminiszenz an die Zeit, als vor dem Fall der Mauer man so in unserem Alter in der Bundeswehr war in der Regel. Wir kommen zurück zu diesen Brachiallogiken oder meinetwegen auch Mechanismen von Abschreckung. Ja. Wir kommen zurück in die Phase, wer hat wie viel Panzer da stehen, wer hat wie viele Raketen da stehen, Drohnen inzwischen, also es ist natürlich modernisiert, aber das Spiel ist das ganz alte von Abschreckung. Das haben wir eine Zeit lang nicht gespielt, oder man musste es vielleicht auch nicht. Und jetzt kehrt es zurück. Und damit haben ganz viele Leute offenkundig große Schwierigkeiten, obwohl es nachweislich funktioniert hat. Ja, ich finde es abenteuerlich, die Vorstellung, dass die Russen Deutschland angreifen wollen und wir deshalb jetzt irgendwie so Geld ohne Ende ausgeben müssen für Rüstung, finde ich eine fabulöse, märchenhafte, verrückte, abenteuerliche Idee. Die Vorstellung, dass die Russen, die nicht mal es schaffen, die Ukraine zu erobern, ganz Westeuropa überrollen wollen, halte ich für echt, es ist eigentlich dement, muss man sagen. Sind Sie so dement? Nee, das finde ich jetzt ein bisschen weitgehend. Sagen wir mal so, das total Irrationale daran, wie Sie sagen, wie kann man nur glauben, dass Sie so blöd sind, Europa anzugreifen, kann man nur zurückfragen, so blöd, dass Sie die Ukraine angegriffen haben, waren Sie aber. Insofern jetzt... Ist nicht genau das Gleiche, ist auch eine andere Geschichte. Ja, aber Europa fängt ja in Litauen an und das ist sogar deutlich kleiner als die Ukraine. Die haben sogar deutlich weniger Soldaten. Und dann würde es ja nur noch darum gehen, ist der Rest Europas plus die Amerikaner bereit, Litauen zu verteidigen? Also die interessante Frage ist doch, wie bereitet man sich auf Eventualitäten vor? Das ist eine Debatte, die die deutsche Politik betrifft. Ich führe Sie zurück in das Jahr 2014. Da hat ein Bundespräsident bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Joachim Gauck, eine Rede gehalten. Daraus zum Beispiel dieses Zitat. Wir brauchen das NATO-Bündnis. Und gerade wenn die Vereinigten Staaten nicht ständig mehr leisten können, müssen Deutschland und seine europäischen Partner für ihre Sicherheit zunehmend selbst verantwortlich sein.
Sie, lieber Herr Augstein, haben diesen Bundespräsidenten damals hart angegriffen. Sie Er haben hat zwar Fahnen geküsst bei der Führungsakademie. Da hing da so eine Fahne, da ist er aufgestanden, hat die Fahne genommen, hat der Fahne einen Kuss gegeben. Fand ich jetzt nicht so einen geglückten Akt für den Bundespräsidenten. Aber Sie haben die Rede vor allem analysiert und haben gesagt, er spricht zwar nicht von Krieg, aber alle, die es gehört haben, wissen, dass er das meint. Sie unterstellen Leuten wie Gauck zum Beispiel oder jetzt Merz, der sagt, wir machen die größte konventionelle Armee Europas, das wird die deutsche sein. Unterstellen Sie diesen Politikern, dass sie einen Weg beschreiten, der uns am Ende in den Krieg führt? Ich unterstelle Ihnen, dass Sie einen Weg nicht notwendigerweise, also einen nicht notwendigen Weg bestreiten, der in einen Krieg münden kann. Ja, vollkommen richtig, absolut. Weil ich das nicht für notwendig halte. Verstehen Sie, wenn jetzt sozusagen wir der Meinung wären, dass die Russen Deutschland erobern wollen, aus irgendwelchen Gründen, wir glauben, die Russen wollen Deutschland, dann wäre ich der Erste, der sagt, mach das. Weil ich bin gar kein Pazifist, ich halte es nur für unvernünftig und deshalb dann auch für gefährlich. Ich finde es nur schwierig, auf der Annahme, Wladimir Putin wird schon nicht die komplette Sicherheit Deutschlands, meinetwegen, oder der NATO abzustellen. Er wird schon nicht so blöd sein. Ich kann nur sagen, doch offenkundig hat man das Gefühl zumindest, muss er Krieg führen, um selber im Amt zu bleiben. Das macht ihn schon ein ganzes Stück irrational. Dann hat er ja in der Ukraine mindestens mal Teile dessen erreicht, was er erreichen wollte. Das macht ihn noch ein Stück geneigter, rein rechnerisch. Geneigter ist vielleicht anderswo auch noch mal zu probieren. Insofern reden wir, bisschen wie bei Corona, über die Frage, wie viel Vorsorge wollen wir treffen, wie viel leisten wir uns von dieser Vorsorge? Dazu, und den hat ja der Joachim Gauck damals benannt. Also nur für den Fall, dass die Amerikaner möglicherweise mal weniger militärisch sich in Europa investieren würden, der Punkt ist jetzt da, müssten wir für uns selber sorgen. Stimmen Sie dem zu? Klar. Ja, selbstverständlich. Ist die Frage, ob man es ersetzen kann, ob man den Atomschild ersetzen kann. Denn damit so steht und fällt die Abschreckung zumindest gegen eine andere Atommacht wie Russland. Also die Russen, die wird es ja auch weiter geben. Ja, es ist ein sehr großes Land. Die sind ja da praktisch jetzt so benachbart zu Europa. Man wird mit denen irgendwie sich ins Benehmen setzen müssen. In dem Maß, in dem die Amerikaner sich zurückziehen, wird es für die Europäer wichtiger, sozusagen zu versuchen, eine, wie diese fürchterliche Formulierung lautet, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur zusammen mit Russland zu bauen. Also wenn die Amerikaner uns beschützen, in Anführungsstrichen, können wir uns das ja sogar vielleicht noch leisten, diesen antagonistischen Kurs. Aber wenn die Amerikaner sich zurückziehen, ich glaube, dann können wir uns das nicht mehr leisten. Das ist eine Aber interessante dann müsste man ja Argumentation. einlenken und kapitulieren. Das wäre jetzt, glaube ich, aber keine Das gute nennen Sie Idee. Kapitulation, wenn man sozusagen Verträge schließt und Einflusszonen Wenn die Bedingungen nicht stimmen, ist es eine Kapitulation. Und wenn die Bedingungen stimmen, ist es ein Vertrag. Nein, es geht natürlich um etwas, was heute schwer den Leuten zu vermitteln ist, nämlich, dass man Einflusszonen akzeptiert. Das ist schwer zu vermitteln, das verstehe ich auch. Die Frage ist, ob wir dann bestimmen, dass das Baltikum zum Beispiel eine Einflusszone Russlands ist, die wir dann einfach... Ich glaube nicht, dass das eine so schöne Zukunft ist, in die wir da gucken. Ich glaube nicht, also wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich das gut finde, nein, ich finde das nicht gut. Aber ich finde es immer noch besser, sowas zu machen, als den Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Also das wäre dann auch meine Haltung. Das Interessante ist, er macht ja genau das Gegenteil. Und die NATO-Haltung im Moment scheint zu sein, wenn es denn so ist, und die von Merz und die von diesen Politikern ist, wenn die Amerikaner weggehen, dann erst recht müssen wir uns gegen Russland aufstellen. Das ist quasi, wäre das Ihre Position. Und Sie müssten dann vor allem die Frage beantworten, noch einmal, was machen Sie mit dem Teil der Abschreckung, der atomar ist und der ganz überwiegend im Moment bei den Amerikanern liegt? Naja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Das geht nicht so schnell. Ich glaube nicht, dass Deutschland eine eigene Atombombe bekommen wird. Ich habe das irgendwann mal geschrieben, da gab es ordentlich Echo, dass man zumindest mal darüber nachdenken könnte. Und ich glaube ebenfalls nicht, dass ein französischer Staatspräsidentin jemals das Monopol auf die französische Atomwaffe weggeben würde oder teilen würde. Was Herr Augstein vorschlägt, wir akzeptieren, dass es Einflusssphären gibt, die das von haben wir Russland. längst akzeptiert. Versuchen Sie doch mal in Kuba eine chinesische Atomwaffe zu stationieren. Dann werden Sie merken, es gibt Einflusssphären. Die Amerikaner würden dann sagen, nee, sorry Leute, das ist meine Einflusssphäre. Also natürlich haben wir das sowieso. Wir müssen es halt nur den Russen auch zugestehen. Das Problem sind nicht die Einflusszonen, sondern das Problem ist, wer den Einfluss ausübt in der jeweiligen Zone. Und ich persönlich, ganz persönlich, würde lieber in einer Zone leben, wo Wladimir Putin nicht den Einfluss ausübt. Und dann wäre ich sogar bereit, einiges zu investieren, damit es so bleibt. Ja. Verstehen Sie das? Aber nicht, dass ich möchte nicht Litauen werden, ganz einfach. Ja. Hat einer von Ihnen beiden eigentlich jemals den anderen überzeugt? Wovon? Ja, von der Uhrzeit? Von der eigenen Meinung zum Beispiel. Von der Uhrzeit? In einer Sachfrage. Doch, ich gebe jetzt eins zu, öffentlich, ich gebe eins zu.
Die Prognosen, jetzt mal ohne Witz, weil es nämlich leider ein ernstes Thema ist, die Prognosen des Kollegen Augstein, wie groß wird die AfD im Osten und wann schwappt es nach Westen, also Westdeutschland meine ich damit, die waren etwas zutreffender, muss ich sagen, als meine eigene. Gut, das ist auch kein Kunststück, weil ich bin praktisch immer pessimistisch und deshalb manchmal hat man dann eben auch recht. Hat er Sie mal überzeugt? Ja, er überzeugt mich ehrlich gesagt fast jedes Mal, wenn wir miteinander reden, weil der Sinn dieser Unterhaltung ist ja, den eigenen Standpunkt zu testen. Und man merkt, wo der eigene Standpunkt dürftig ist und man nachbessern muss. Und das passiert eigentlich in jedem einzelnen Gespräch. So, heute haben Sie uns allen geholfen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Nikolaus Blume. Vielen Dank, Jakob Augstein. Was Augstein da sagt, war kein Skandal. Es war einfach nur ehrlich. Und genau deshalb war es für Maischberger ein Schock. Denn sobald einer der Iren, ein linker Publizist, ausspricht, die AfD ist eine Volkspartei, ist die Fassade des politischen Betriebs in Gefahr. Fakt ist, die AfD holt in Ostdeutschland absolute Mehrheiten. Sie ist in allen Parlamenten vertreten. Und sie spricht Themen an, die Millionen Menschen bewegen, während sich die Altparteien in Phrasen flüchten. Und wenn Augstein dann auch noch sagt, man müsse die Partei endlich so behandeln, wie sie dasteht, nämlich als starke Kraft im Parteienspektrum, dann wird's bei Maischberger plötzlich ganz still. Keine Widerrede, kein Gegenargument, nur blankes Entsetzen. Und genau das zeigt, wie sehr die mediale Blase von der Realität abgekoppelt ist. Die Angst vor der Wahrheit ist größer als jede Debatte. Man merkt förmlich, die wissen nicht mehr, wie sie das aufhalten sollen, außer durch Schweigen. Wenn selbst linke Journalisten nicht mehr drum herumkommen und offen sagen, dass die AfD längst eine Volkspartei ist, dann hat das System ein Problem, weil es die Wahrheit nicht mehr wegmoderieren kann. Was in dieser Sendung passiert ist, zeigt nur eins. Die politische Klasse lebt in einer Filterblase und jedes klare Wort bringt sie ins Wanken. Wenn du willst, dass genau solche Szenen nicht untergehen, like das Video, abonniere den Kanal und schreib deine Meinung in die Kommentare. Wer meine Arbeit zusätzlich unterstützen möchte, kann das gerne über Superthanks tun. Direkt hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.